Hallo, das ist ein kleines Informationsvideo zu den Zollbestimmungen für die Einfuhr von Fahrzeugen nach Südamerika. Also wir verschiffen ja unser Fahrzeug mit Overland Shipping nach Montevideo in Uruguay. Und ja, wenn ihr zum Beispiel, wie in unserem Fall, zwei Fahrzeuge einführt, also ein Motorrad und den Truck oder ein Motorrad und ein Quad, dann sollten diese beiden Fahrzeuge nicht auf einen Halter zugelassen sein. Weil das führt beim Einfuhrzoll zu Problemen, weil die wollen nicht, dass ein Halter zwei Fahrzeuge einführt. Also wir haben vorher unser Quad auf Karo umgemeldet. Das macht die ganze Sache wesentlich einfacher, weil du musst das dann, wenn du es nicht machst, drüben machen. Und das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden. Also das war so die erste Falle, in die wir getappt sind. Zum Glück nicht, wir haben es vorher noch gemacht. Dann ist aber Folgendes, dass die Visabestimmungen nichts zu tun haben mit den Zollbestimmungen, was die Zeiträume anbelangt. Also Visa brauchst du erstmal keine, du hast ja 90 Tage in den meisten Ländern, in denen du verweilen kannst. Und du kannst aber längere Visa beantragen, aber du kannst keine längeren Zeiträume für das TIP beantragen. Das ist fix. Es gibt da zwar Ausnahmegenehmigungen, aber nicht für Ausländer. Also das ist für Ausländer so gut wie unmöglich. Also hast du immer diese 90 Tage bis auf die Ausnahme von Uruguay. Da darf man ein Auto länger als 90 Tage, und zwar glaube ich 360 einführen. Deswegen lassen auch die meisten von uns ihre Fahrzeuge in Uruguay stehen, wenn sie dann zwischendurch nach Hause fliegen. Aber in den anderen Ländern ist das eben nicht so. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Chile bist und Frau will nach Hause fliegen für 2 Monate und du sagst, ja klar, ich fahre dann schon mal weiter, nehmen sie dann in Brasilien oder was ich wo in Empfang, dann geht das nicht, weil bei der Ausfuhr an der Grenze von dem jeweiligen Land beide Fahrzeughalter vor Ort sein müssen. Also einer kann nicht beide Fahrzeuge ausführen. Es gibt eine Möglichkeit über ein Stück Papier, also amtlich beglaubigt von Notar, dass man den anderen vertreten darf. Das muss aber in Spanisch und es muss, glaube ich, auch von einem spanischen Notar abgesegnet werden. Also das ist ziemlich kompliziert. Also das alleine mit 2 Fahrzeugen über die Grenze ist also echt extrem tricky. So, das nächste ist, dass zum Beispiel Brasilien seit neuestem eine neue Regelung hat. 90 Tage Fahrzeug einführen, dann ist man rausgefahren und 2 Tage später wieder rein und dann ging es wieder 90 Tage. Das ist vorbei. In Brasilien musst du das Land 90 Tage verlassen, um dann wieder einzureisen und dann fängt der Count neu an zu laufen. Das muss man einfach wissen, weil dann auch irgendwelche Planungen anders sein müssen. Weil für uns ist Brasilien in 3 Monaten nicht zu schaffen. Es geht schon damit los, wenn du zum Beispiel von Kolumbien nach Guyana fährst, musst du durch Brasilien, dann fängt die Uhr an zu ticken. Und wenn du dann von oben nach unten fährst, wieder zurück nach Montevideo oder so, dann musst du das abzüglich der Tage, die du oben schon verbraten hast, dann in 2 Monaten bis nach unten schaffen. Also das ist, glaube ich, ziemlich stressig. Und deswegen haben wir habe ich dieses Video jetzt gemacht, um diese Informationen weiterzugeben, weil wir die für ziemlich wichtig halten. Und ihr könnt das Ganze nochmal auf Karos Internetseite in ihrem Blog nachlesen. Sie wird das Ganze nochmal schriftlich da niederlegen. Da könnt ihr nochmal nachgucken. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr mit der Information was anfangen konntet. Vielleicht braucht ihr sie auch gar nicht, aber ich war der Meinung, ist eine wichtige Info für euch alle, die nach Südamerika wollen. Also, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos von uns. Alles klar und tschüss.